Kniebeschwerden direkt oberhalb der Kniescheibe oder hinter der Kniescheibe? Sehr häufig korrelieren diese Beschwerden mit einer geringen Kraft von der Oberschenkelmuskulatur und auch mit Mangel an Beweglichkeit, an Dehnbarkeit. Die Oberschenkelmuskulatur, die setzt einmal an der Hüfte über die gesamten Oberschenkelknochen, dann geht sie zusammenführen über die Kniescheibe bis nach unten zum Unterschenkel. Wenn du jetzt das Knie beugst, bewegt sich die Kniescheibe über den Oberschenkelknochen. Wenn diese Muskulatur aber zu viel Spannung hat, ist der Druck von der Kniescheibe auf das Gelenkfläche zu stark. Und das führt zu einer Überbeanspruchung von dem Knorpel. Außerdem ist es wichtig, dass diese Muskelgruppe, die eigentlich 4 Muskeln sind, gleichmäßig kräftig sind, damit die Führung in der Gelenksrinne auch gleichmäßig passiert. Wenn einer dieser Muskeln zu stark ist, kann es sein, dass die Kniescheibe seitlich abrutscht oder beziehungsweise seitlich mehr Druck hat. Und dadurch können halt auch Beschwerden entstehen. Das Beste ist also, dass du eine Übung hast, wo du sowohl Kraft hast, aber auch die Dehnbarkeit von dieser Muskulatur hast. Und diese Übungen heißen exzentrische Kräftigungsübungen. Eine einfache Variante dafür zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit unterstützt du meine Arbeit. Für die Übung brauchst du jetzt ein Kissen oder ein Schaumstoffstück, wo du deine Knie gut ablegen kannst. Wichtig ist, es muss wirklich weich sein. Du sollst sie jetzt auf der Oberfläche drauf knien. Deine Füße werden jetzt aufgestellt und die Bewegung, die muss jetzt exklusiv an den Kniegelenk stattfinden. Deine Knie sind hüftbreit auseinander, deine Füße sind aufgestellt. Die leichteste Variante ist, dass du die Hände vorne am Brustkorb überkreuzt. Du kannst es ein bisschen schwerer machen, indem du die Arme nach vorne bringst. So, wir fangen erstmal mit der leichten Variante an. Hände vorne überkreuzen und jetzt gehst du mit dem gesamten Rumpf nach hinten, so weit wie du kannst. Wichtig dabei ist, dass die Bewegung an den Kniengelenk stattfindet. Dein Becken bleibt gerade, dein Rumpf ist gerade in eine Linie und dann kommst du wieder langsam nach vorne. Achte darauf, dass du, wenn du nach hinten kommst, nicht nur mit dem Oberkörper arbeitest und das Becken zu weit nach vorne geschoben wird, aber auch nicht, dass du jetzt nur den Po nach hinten schiebst, in eine Beugung reingehen, weil dadurch verlierst du komplett den Effekt von der Übung. Also, Hände nach vorne, überkreuzt, Knie hüftbreit auseinander, deine Füße sind aufgestellt und jetzt nach hinten gehen, so weit wie du kannst, in eine Linie bleiben von Knie, Hüfte und Rumpf und langsam wieder nach vorne kommen, bis du in einer Linie wieder bist, von Schulter, Hüfte und Kniegelenk. Und diese Übung solltest du je nach Beschwerdenbild 6-mal wiederholen, wenn du ganz akute Beschwerden hast. Wenn du aber schon besser trainiert bist, kannst du die bis zu 15-mal wiederholen. Die richtige Dosis sorgt dafür, dass du deine Beschwerden langfristig wegbekommst. Exzentrisches Krafttraining für Oberschenkelmuskulatur ist als bewiesene Methode für die Behandlung sowohl von Patellaspitzensyndrom, aber auch zum Chondromalacie, das heißt Arthrose hinter der Kniescheibe. Ich bin mir sicher, dass diese Übung ein wichtiger Anteil ist für deinen Reha-Prozess, damit du langfristig wieder beschwerdenfrei wirst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin!